Hallo zusammen, willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Autoweller. Mein Name ist Josephine und heute geht es um das Navigationssystem im neuen Toyota RAV4, Corolla und im Camry. Das letzte Mal haben wir detailliert über die Einstellungsmöglichkeiten des Multimedia-Systems mit euch gesprochen. Den Link zu dem Video, den findet ihr natürlich in der Beschreibung. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was für coole Features denn das Navi für euch so zu bieten hat. So, wir haben uns jetzt gerade in den neuen RAV4 reingesetzt. Schauen wir uns doch einmal das Navi etwas genauer an. Starten könnt ihr es, ist ja ganz klar, wenn ihr hier unten links einmal auf Map klickt. Dann öffnet sich hier auf der linken Seite eine Menüleiste und gehen wir die doch jetzt einmal gemeinsam durch. Über die nach außen gerichteten Pfeile hier oben links in der Ecke, da könnt ihr einmal eure Zoomstufe einrichten. Entweder automatisch, dann passt sich nämlich die Zoomstufe der Geschwindigkeit an. So, dann habt ihr hier oben das A, oder aber ihr stellt es einmal so ein, wie ihr persönlich den besten Überblick habt. Natürlich könnt ihr das auch mit den Fingern machen, einmal hier ranzoomen oder wieder rauszoomen, wie wir das auch vom Smartphone kennen. Zurück geht es dann ganz einfach, einmal auf die Karte klicken und oben rechts auf Zurück. Kommen wir jetzt einmal hier vorne zu der Lupe. Ganz oben könnt ihr eure Adresse einfach so eingeben, wo ihr denn hin möchtet. Gebt einfach dazu die Stadt ein, die Straße und dann die Hausnummer. Hier unter dem Punkt Favoriten, da könnt ihr eure Favorites einmal hinzufügen. Bei uns ist das zum Beispiel Bremen. Ihr könnt aber auch zu Hause, Arbeit oder über den Punkt Neu hinzufügen noch weitere Adressen hinzufügen. Der Punkt Historie, da findet ihr alle Adressen, die ihr die letzte Zeit angefahren habt. Solltet ihr also eine Adresse nicht mehr vorliegen haben, wo ihr aber schon mal wart, dann schaut einfach hier nach. Und der Punkt Andere, der ist auch ganz cool. Ihr könnt nämlich zum Beispiel Points of Interest anfahren. Wenn ihr Kontakten in eurem Telefonbuch Adressen zugeordnet habt, dann könnt ihr die ganz einfach über diesen Punkt einmal auswählen und ihr könnt sogar mit Koordinaten eure Ziele herausfinden. Ganz klassisch die Adresse eingeben hier, das könnt ihr natürlich auch. Versuchen wir jetzt mal eine Adresse über Points of Interest zu finden. Dafür einmal Points of Interest hier auswählen und dann einmal den gewünschten Zielort hier eingeben. So, nehmen wir Autoweller Bremen, klicken wir auf Suchen. Schon schaut unser Toyota, ob der intern dazu was finden kann. Ich tippe mal, dass er die Toyota-Händler drin hat. Ich weiß nicht, ob er alle drin hat. Nee, hat er zum Beispiel jetzt nicht. Für uns jetzt kein Problem. Wir suchen einfach über Google weiter. Ja. So, schon wird uns hier Autoweller in Bremen angezeigt. Das wählen wir jetzt einmal aus. Hier seht ihr jetzt einmal die Information zu eurem Zielort, wie weit es noch ist, wo genau dein Autoweller Bremen liegt und ihr könnt auch gleich da anrufen. Hier unten rechts, da könnt ihr einmal die Zielführung starten und unter dem Punkt Details, da könnt ihr sogar noch Bilder zu eurem Standort anschauen. Na, wie schnell das Ganze funktioniert, das hängt natürlich ein bisschen von eurem Datenvolumen ab. Und Voraussetzung für das Ganze über Google suchen ist, dass euer Toyota auch mit dem Internet verbunden ist. Wie das funktioniert, das haben wir euch im letzten Video schon einmal erklärt. So, jetzt hat der Autoweller Bremen hier gefunden und auch die dazugehörigen Bilder, die könnten wir uns jetzt einmal alle anschauen. Machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen zurück. Ich würde euch gerne noch zeigen, dass wir auch mit Google Street View arbeiten können. Einfach hier oben links einmal klicken. Euer Toyota verbindet sich wieder. Vorab muss ich euch leider sagen, dass in Deutschland Google Street View nicht so gut abgedeckt ist. Wir sind in Europa nämlich das schlechteste Land in dem Sinne. Also solltet ihr außerhalb von Deutschland sein, klappt das Ganze ein bisschen besser. Aber ich finde, sieht schon ganz gut aus und man kann sich orientieren, oder? Hier unten starten wir jetzt mal unsere Route und lehnen uns zurück. Kommen wir jetzt einmal zu unserem Kompass, dem dritten Punkt beim Navigationssystem. Wenn wir hier einmal drauf gehen, dann können wir unsere Ansicht einmal so ändern, wie wir es am übersichtlichsten finden. Das zum Beispiel ist jetzt genordet. Hier haben wir noch etwas, was ein bisschen nach 3D aussieht. Und nochmal klicken, das ist dann 2D in Fahrtrichtung. Wollen wir mal schauen, was sich hier hinter den 3 Punkten verbirgt? Gehen wir zuerst einmal unter den Punkt Verkehr. Wenn wir den anwählen, dann werden uns nämlich alle Behinderungen einmal angezeigt. Unter dem Punkt Alle, ist ja klar, werden uns alle Verkehrsmeldungen angezeigt. Hier auf dem Punkt Auf der Route werden uns nur die für uns relevanten Verkehrsmeldungen angezeigt und unter dem Punkt Umgeleitet nur die, die wir auch wirklich umfahren möchten.
Voraussetzung für das Ganze ist natürlich, dass euer Toyota mit dem Internet verbunden ist, denn so kann er die Daten nochmal besser aktualisieren. Wollt ihr das nicht, klickt ihr einfach unten rechts hier auf Setup, wählt dann einmal den Punkt Navigation, hier auch wieder auf Verkehr und dann könnt ihr hier einmal wählen, ob ihr denn eure Verkehrsmeldung übers Internet oder über den Verkehrsfunk haben möchtet. Außerdem könnt ihr hier noch einstellen, wie groß der Radius sein soll, über den ihr informiert werdet. Ihr könnt ihn hier ein bisschen einschränken. Ich persönlich habe den Radius gerne aus. Ich bin immer gern allseits informiert. Kommen wir nun zum Punkt 2, tanken. Gehen wir da einmal drauf. Dann zeigt uns unser Toyota alle Tankstellen in unserer Nähe an mit den dazugehörigen Kraftstoffpreisen. Hätten wir jetzt eine Zielführung aktiviert, dann könnten wir noch wählen, wo genau wir jetzt die Tankstellen suchen. In unserer Nähe, an unserem Ziel oder allgemein auf der Route. Hier links an der Seite, da könnt ihr nochmal selektieren, wie ihr das Ganze dargestellt haben möchtet. Entweder nach Entfernung zur nächsten Tankstelle oder aber alphabetisch und natürlich auch ganz wichtig nach dem Preis geordnet. Welchen Preis ihr da jetzt seht, das fragt ihr euch bestimmt. Das ist standardmäßig auch der Kraftstoff, den euer Toyota braucht. Solltet ihr den ändern wollen, geht ihr einmal unten rechts auf Setup, klickt dann auf Online und wählt Toyota Online an und dann könnt ihr hier unten eure Spritsorte nochmal individuell einstellen. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Parken. Das Feature gefällt mir persönlich am besten, denn unter dem Punkt Parken werden euch genau über den Tankstellen alle Parkhäuser einmal angezeigt, aber auch hier wieder kostenpflichtige und kostenlose. Sollte hier ein Fragezeichen stehen, dann ist dem Toyota nicht bekannt, wie viel genau jetzt das Parken kostet und ihr müsstet euch vor Ort informieren. Aber bei ganz, ganz vielen wird euch schon angezeigt, ob das Parken kostenlos ist oder aber auch wie teuer. Außerdem habt ihr hier links ein kleines Ampelsymbol und daran erkennt ihr gleich auch noch, ob das Parkhaus voll ist oder nicht. Die Ampel auf Rot heißt natürlich, dass es voll ist. Heißt, Lengermann und Trieschmann wäre voll in unserem Fall. Hier werden wirklich einige Parkhäuser aufgelistet und auch hier könnt ihr wieder selektieren, wie ihr das Ganze dargestellt haben möchtet. Nach Entfernung, alphabetisch oder aber nach den Preisen. So, um euch einen Überblick zu verschaffen, könnt ihr hier oben einmal auf den Pfeil nach rechts klicken und dann werden euch die Parkhäuser so einmal angezeigt. So, jetzt haben wir noch den letzten Punkt Info hier. Wenn wir da einmal darauf gehen, dann sehen wir die genauen Koordinaten, wo wir uns gerade befinden. Sollte euch der Platz bzw. der Ort gefallen, könnt ihr das Ganze hier auch noch einmal speichern. Gebt einfach einen Namen ein und speichert das ab. Starten wir jetzt einmal eine Zielführung, wie es wahrscheinlich die meisten von euch machen würden. Hier oben auf den Punkt der Lupe klicken und dann unter dem Punkt Suchen einmal eingeben, wo es hingehen darf. Heute fahren wir einmal nach Hamburg, haben wir uns überlegt, in die Buxtehuder Straße, glaube ich. Genau sicher bin ich mir nicht, der Toyota wird das schon machen. Da hat er es. Hamburg-Buxtehuder Straße, so soll es sein. Unser altes Ziel, das ersetzen wir jetzt durch unser neues. Jetzt lädt sich unser Toyota unsere Route runter mit allen dazugehörigen Verkehrsinformationen. Und hier haben wir die Möglichkeit zu wählen zwischen 3 verschiedenen Routen, nämlich einmal die schnellste, die kürzeste und die umweltfreundlichste. Hier oben links habt ihr das Verbotszeichen, da könnt ihr eurem Toyota verbieten, zum Beispiel Autobahn zu fahren. Als zweites habt ihr hier dann die Parkenfunktion, die finde ich ganz cool, denn meistens, wenn man irgendwo hinfährt, weiß man vorher nicht, wo man parken soll. Jetzt habt ihr natürlich eine Route aktiviert und könnt hier einmal angeben, dass ihr am Zielort direkt schon einen Parkplatz vorgeschlagen bekommt. Den könnt ihr dann natürlich wie gewohnt wieder nach Preis, alphabetisch oder nach Entfernung filtern. Auch hier gibt es für euch wieder die Möglichkeit, euer Ziel einmal über Google Street View anzuschauen. So, der Toyota verbindet sich eben. Mal gucken, ob bei Buxtehuder Straße was hinterlegt ist. Na? Oh, wir sind scheinbar in irgendeinem Hinterhof gelandet. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das sagen soll. Hier seht ihr wieder, dass Deutschland mit Google Street View nicht so gut abgedeckt ist. Aber wie gesagt, außerhalb von Deutschland funktioniert das 1A. Drücke ich hier unten auf Start, dann können wir unsere Routenführung einmal starten. Euer Toyota bietet euch hier noch einen Punkt, nämlich das Wetter. Damit ihr eben nicht auf der Fahrt an euer Handy gehen müsst, könnt ihr das auch über euer Navigationsgerät einmal nachschauen.
Die Vorhergesage sieht ganz gut aus für Hamburg und auch aktuell sind es 14 Grad. Ich denke, das reicht uns. Wir haben jetzt gerade unsere Navigation einmal gestartet und uns fällt sofort auf, dass sich die Anzeige ein wenig ändert auf dem Display. Wir bekommen hier rechts nämlich einmal einen grauen Balken dargestellt, der uns über alle Verkehrsinformationen auf dem Laufenden halten soll. Na klar, haben wir jetzt gerade Glück im Unglück und haben keinen Stau auf dem Weg nach Hamburg, aber wir blenden euch eben mal ein Video ein, wie das aussieht, wenn man den Stau hat. So, im Normalfall hat man ja Stau, das heißt also, dass man hier auf dem grau hinterlegten Balken, das heißt unsere gesamte Strecke, auch ein paar Staumeldungen hat. Wie ihr seht, sind die einmal in orange hinterlegt. Hier unten, da habt ihr eine Kilometeranzahl hinterlegt, die gibt nämlich an, wie weit ihr von der ersten Behinderung entfernt seid. Wollt ihr die jetzt umfahren oder aber durchfahren, das könnt ihr einmal auswählen, klickt ihr nämlich auf dieses orange Symbol drauf und schon werden euch alle Verkehrsmeldungen einmal detaillierter angezeigt. Jetzt könnt ihr auch frei wählen, ob ihr da durch wollt oder aber eine Ersatzroute nehmt. Ganz oben, da gibt es auch noch ein paar coole Sachen, nämlich wird euch einmal die Uhrzeit angezeigt, wann ihr am Ziel ankommt, und wenn ihr da noch einmal draufklickt, dann wird euch auch die verbleibende Zeit bis zum Ankommen einmal angezeigt. Ihr seht, wie viele Kilometer ihr noch fahren müsst. Und was ich ganz cool gemacht finde, man sieht gleich auf den ersten Blick hier rechts neben den Verkehrsschildern, wie viel Zeit es einen kosten würde, wenn man wirklich alle Behinderungen mitnimmt. Auch die orange Markierungen sind natürlich mit einer Minutenzahl hinterlegt, die euch angibt, wie viel Zeit ihr pro Behinderung verlieren würdet. Verkehrsbehinderungen hin oder her, was man nicht umfahren kann, das sind diese lästigen Blitzer. Aber ihr könnt die Blitzer einmal melden. Geht unten rechts einmal auf das Fotosymbol, so, und dann wählt aus, ob der Blitzer jetzt in Fahrtrichtung oder in Gegenrichtung stand. So informiert ihr auch die anderen. Kommen wir nun zu dem Menü auf der linken Seite, nämlich auch das hat sich ein wenig erweitert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Punkt mit dem Lautsprecher, da können wir unsere Navigation einmal stumm schalten oder aber den Ton anmachen. Hier unten haben wir 3 kleine Punkte und da gibt es die Möglichkeit, etwas versteckt, die Route pausieren zu lassen oder aber auch zu beenden. Klicken wir einmal Route pausieren. So, schon pausiert unsere Route. Wenn wir jetzt allerdings eine neue eingeben würden, dann würde uns das Navigationssystem fragen, ob wir das neue Ziel in die alte Route integrieren möchten oder aber die alte Route überschreiben möchten. Deswegen habt ihr auch die Möglichkeit, die Route komplett zu beenden. Cooler Vorteil aber vom Pausieren ist natürlich, wenn ihr hier unten einmal klickt, könnt ihr die Route auch direkt wieder fortsetzen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch das Beenden, das geht ganz einfach. Klickt einfach nochmal auf Route und dann hier oben auf den Löschen-Button. Versuchen wir jetzt zu guter Letzt nochmal unsere Navigation mit dem Sprachassistenten anzusteuern. Ganz wichtig ist, dass ihr dem Navi auch sagt, was genau ihr möchtet. Wir möchten jetzt zum Beispiel ein Ziel ansteuern und keine Kontakte aufrufen, deswegen sagen wir Ziel Osnabrück, Pagenstecher Straße. Osnabrück, Pagenstecher Straße. Nennen Sie die Hausnummer. 77. 77. Möchten Sie die Routenführung starten? Ja. Routenführung wird gestartet. Eigentlich ganz einfach, oder? Ohne lästiges Rumgedaddel oder noch mit dem Handy irgendwas suchen oder so. Drückt einfach hier vorne auf den Knopf links neben eurem Lenkrad und dann kann es losgehen. Das war es auch schon wieder von uns mit dem Video über das Navigationssystem, was aktuell im neuen RAV4, Camry und im Corolla verbaut ist. Habt ihr noch Fragen zu der Bedienung? Schreibt die einfach hier in die Kommentare rein und wir freuen uns über jeden Daumen, den ihr uns da lasst. Für noch mehr Infos zu Toyota, Seat und Lexus abonniert einfach den Autovella-Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.